Hallo, willkommen zurück in der Outlander City, in der sehr stinkenden Schwefel, Fisch und alles Mögliche. Wir sind in Stellar Bay auf Monarch. Achso, das waren die Vögel. Ja, ich will gerade noch die Stadt ein bisschen erkunden, bevor ich dann anfange, in die Häuser reinzugehen. Da sieht doch kein Mensch, wenn man hier hinklaut. Was haben wir hier? Sackgasse und einen kaputten Stromgenerator. Also so wie der Funken gesprüht hat, ist der definitiv kaputt. Bewohner. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier hinten. Das heißt, wir könnten nochmal nach da gehen. War doch hier lang, ne? Nee. Achso, in der Sackgasse waren wir schon. Okay. Ach, da war die Konservenfabrik. Die Saltuna-Fabrik. Okay. Das heißt, hier waren wir wirklich schon. Das heißt, wir können hier lang gehen. Guck mal, hier geht es in die Hinterhöfe rein. Aber das ist doch laut Karte hier nicht Schluss. Hier geht es doch weiter. Zumindest laut Karte. Müsste man vielleicht nochmal gucken. Hier wird es aus der Stadt rausgehen. 2 Bewohner. Wachen. Ganz viel Schrott. Also die Siedlung hat tatsächlich schon bessere Tage gesehen. Help! Someone's been killed! Was? Jemand wurde ermordet? I think I'm gonna be sick. Alles in Ordnung? No! I just stepped in a dead man's blood. And I think one of the flies landed on my mouth. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Okay, also hier soll eine Leiche sein. Dann wird das wohl der... Ja, dann wie war das? Unten links. Hier soll eine Leiche liegen? Wo? Du bist doch nicht tot. Aber ich sehe nirgendwo Blut. Guten Tag, ich störe nur ungern, aber aus der Wohnung über mir strömt ein fauliger Geruch. Ich weiß nicht, was Celia da oben macht, aber sie arbeitet für dich, nicht wahr? Könntest du vielleicht auch mit ihr sprechen? Kannst du bitte dein Fenster schließen? Wie ich bereits zu erklären versucht habe, können geöffnete Fenster, insbesondere wenn Essen in der Nähe ist, Manti-Schwärme anlocken. Und ein Manti-Schwarmbefall ist ein Problem für uns alle. Braxton, ich weiß, du bist Tag und Nacht unterwegs. Das weiß ich, weil ich dich zu jeder erdenklichen Uhrzeit kommen oder gehen höre. Haha. Aber vielleicht könntest du versuchen, deine Tür etwas leiser zu schließen. Ich habe angeschlagene Nerven und jedes Mal, wenn ich deine Tür knallen höre, befürchte ich schon ein zweites Amber Heights.
Ist das jetzt eine... Nee, hat sich bewegt. Schläft also tatsächlich nur. Das heißt, hier war die Leiche nicht. Das sieht nach Leiche. Oh, sorry. Just spooked me, was all. A murder? Die... Hey, is this the part where we go hunting for clues? Ja, natürlich. Wir suchen jetzt hier nach Hinweisen. Bitmodule. Was haben wir hier? Untersuchen. Hastig gepackter Koffer. In diesen Koffer wurden mehrere zerlumpte Sätze Kleidung, alle von gleicher Farbe und gleichem Schnitt gestopft. Hier ist Blut, Leiche. Können wir nicht untersuchen. Das heißt, wir gucken uns mal noch das hier an. Wurfball-Wettbeleg. Dieser Wettbeleg dokumentiert einige sehr optimistische Wetten für ein Team namens Mostly Colonists. Er wurde von Left Field Tossball Betting ausgestellt. Untersuche das für... Okay, also die Ratte aus Edelstahl ist ein Nebenauftrag tatsächlich. Wenn wir jetzt schon einmal hier drin sind, machen wir das. Klopf, klopf. Hallo Laura. Laura? You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Tut mir leid. Das ist Bewohnerin. Bewohner. Der schläft. Wir dann. Oh, warte. Das machen. Sonst dürfen wir hier nicht. Gut, haben wir das erledigt. Uns noch weiter in der City. Munition kann ich immer gebrauchen. Ich hatte zwar in diesem Spiel noch nicht ein einziges Mal Munitionsknappheit, aber man weiß ja nie. Ah, eine Werkbank. Zeng-Schuren. Zengs To-Do-List. Tote Mantischwärme aus Luftfiltern poolen. Dichtungen kaufen, nicht von Sebastian. Die letzten sahen aus, als wären sie von seinem Raptor verdaut worden. Fischöl von Velma holen. Catherine um Nachschub bitten. Sanja wegen Mauern nerven. Reden wir mal mit ihm. Well. Ja. Entschuldigung. The only ja. new folk I ever see in town are sublight runners from Fallbrook. But you don't look like one of Catherine's. What can I get you? Ich würde gern handeln. If you don't see it, I don't got it. Don't go asking for the special reserve. Okay.
So, was hast du denn hier? Ach, ich darf noch gar nicht alles, meinst du? Das ist ja schade. Aber erst 16% Rabatt. Oh, Schirmmütze. Cool. Schleichen 5, Technik 5. Das ist cool, das wäre sogar glattweg was für Dings hier, für unsere Technikerin, dass die nicht mehr diesen blöden Helm auf hat. Oh, was ist das? Zystenschweintumore. Mhm. Was haben wir hier? Glatt- und Gradlauf. Okay. Was? Sebastian Adams Wildtier-Emporium. Mhm. Ah, lass mich raten. Sowas wie ein Zoo. Sir, please, I need your help. I can pay. Moment mal, Needham? Das sagt mir irgendwas. Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a raptidon is melting him with acid as we speak. Du vermisst dein Kind? Wo hast du es denn zuletzt gesehen? Ja, beruhig dich. Atme erst einmal tief durch, erzähl mir, was geschehen ist. Don't you tell me to calm down. I promised my boy I'd protect him for always. But how can I keep him safe if he's run away? He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. Please, can't we help? Please, won't you go and find my boy? Warum würde Tucker denn davonlaufen? He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls. But he doesn't understand how dangerous it is out there. I warned him. A raptidon would snap him up first chance it got. I just know one's ripped his arm off and is gnawing on his sweet little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. Wohin könnte denn gegangen sein? He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No! And now I just know my boy's run off to Amber Heights. That is, if a mantiqueen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. Ikonoklasten? Was ist das? Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. Not sure I'm seeing the problem here. You're one of them, aren't you? You should be ashamed of yourself, young man. Just as your mama would be. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who'll listen. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. Ganz kurz, ich habe die dumpfe Befürchtung, dass ihr Sohn ein Mamasöhnchen ist und mittlerweile über 40 oder irgend sowas in der Richtung. Wo ist Amber Heights? That old settlement, southwest of Stellar Bay. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts. Or that he never made it. Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we speak. Or maybe marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs and made him snort them. Oh, the things that could happen to my sweet baby. Okay, ich helfe dir, deinen Sohn zu finden. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it.
And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouth. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Okay, ich hab's verstanden. McDietrich. Nee, aber das sind Wachen. Das kann ich nicht so einfach mitgehen lassen. Die Ecke hier hinten wiederum ist was ganz anderes. Ich glaube, jetzt waren wir überall. Also sind zumindest überall lang gelaufen. Wrap Musk and Canadize, right here. Sebastian Adams. Hello, stranger. Can I interest you in Raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Wieso sollte ich irgendwas davon wollen? I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. Mr. Pickett? Franklin Pickett from Edgewater? That's him. He'd been here years, but he always talked about going back to Edgewater one day. Parvati, du weißt, von wem er redet? Sure. Mr. Pickett used to run the community center outside Edgewater. He had this grand idea to make it a museum for halcyon life. As my dad told it, Mr. Pickett was always going on about getting a manta queen for the last display. He left the Vale, gosh, years ago. He came to Stellar Bay years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. He was always real interested in our monsters. Manta queens, especially. Mhm. Hast du schon mal eine gesehen? Sure, they're real big. Hard to miss them. Wo hast du die gesehen? Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett. But I haven't seen him in a few weeks. To tell true, I'm starting to get a bit worried about him. Captain, can we look for him? I'd feel awful if somebody from home was in trouble and we didn't do nothing. Tell you what, I'll tell you where I sent Mr. Pickett if you promise to look for him. Help him out if he's got himself in trouble. Fair deal? Klar. Ich sehe mal nach ihm. All right then. Leave town through the southern gate, the one right here, and head past the abandoned ruins. Last Mana Queen I saw was in the wilds out that-a-ways. Could be Mr. Pickett still out there too. Okay. Was hast du anzubieten? Oh, good. Celia hasn't come by in a few days, so I haven't sold much. Okay, also der hat praktisch das ganze Zeug von den... Boah, Chitin-Mantikönigin 1005. Mantipanzer 335 immer noch. Was ist das? Raptoiden-Flankenhaut. Moment, wieso ist das bei... Wieso ist das bei Aufträgen? Wieso ist das bei Aufträgen? Ich sollte es vielleicht kaufen, ne? Wenn es bei Aufträgen ist, kaufe ich es mal. Und bei Verkaufen haben wir doch mal Schrott. Na toll, da haben wir nicht wirklich viel. Ja, los hier. Kann man verkaufen. Ich muss das Geld irgendwie wieder reinkriegen. 160. Bei neuwertig. Das behalten wir mal.
You look like a man who's looking for some Vielleicht ein andermal. Wachposten, Wache. So, jetzt sind wir einmal rum tatsächlich. Achso, da waren wir schon in der Ecke. Jetzt sind wir einmal rum. Das heißt, ich würde jetzt nochmal in die Gegenrichtung gehen und überall rein. Überall rein, wo ich reingehen darf. Natürlich nur. Darf ich hier rein? Darf ich hier rein? Da auch nicht. Achso, du bist Agnes. Alles klar. So what'd you think of the game last night? I still can't believe Armstrong ran the field from the Tuesday zone. Yeah. Armstrong's really something. Nearly took a fella's head clean off with a tossball stick. Yeah, well, he's a hacker. That's what they do. Rangers don't show a shred of mercy in a Darlings game. Bates got tossed out of the game for excessive sportsmanlike conduct in the third half. Serves him right. Yeah. Felix, I'm gonna be honest. I don't know what a Tuesday zone is. I don't know my tenders from my forwards. Thing is, I just don't understand tossball. Hey, that's fine. Nothing wrong with that. I'll teach you all there is to know. Great. That's just swell. Can't wait. Jo. Die großen Gebäude machen wir ganz zum Schluss. Das sieht doch niemand hier oben. Easy now. Hey, got it open. Jo, I got it open. Irgendwas? Nö. Und was haben wir hier? Dachte ich mir. Gott sei Dank ist niemand hinterhergerannt gekommen, als wir hier hochgegangen sind. Lalalala. Ja, ich würde mal sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis nächstes Mal. Ciao, der Rittes.